In den letzten Tagen ist ein Videotitel aufgetaucht, der bei sehr vielen Menschen Unruhe gesorgt hat. Lautet in Gem, in Deutschland tritt morgen das Fahrverbot. Jhr Kraft, diesen Satz gelesen oder gehört hat vermutlich sofort mulmiges. Im Magen, ein Fahrverbot, das von heute auf morgen Millionen Menschen betrifft, klingt nach einer Nachricht, die man nicht einfach ignorieren kann, genau deshalb haben wir uns dies ganz genau angeschaut, offizielle Quellen. Faktenchecker-Bericht gelesen und die aktuell gesetzlich in Deutschland und auf EU ebenso zusammengetragen und das Ergebnis, das wir in Anhut mitbringen. Sehr viel von ihnen ein Erklärung sein. Vorweg die Klär Kursantwort, es gibt kein Fahrverbot. Jhr das morgen oder ein irgendeine Mandarin konkreten Atom in Kraft tritt, es gibt auch kein verpflichtendes Untersuchung, die allein aufgrund des Alters vorgeschrieben wird, niemand in Deutschland verliert seinen Nur weil 70, 75 oder 80 Geburtstag feiert, dies Behauptung ist, wie mehrere unabhängige Faktenchecker in den vergangenen Monaten festgestellt haben, schlicht falsch und trotzdem kursiert sie immer wieder in leicht abgewandelter Form auf verschiedenen Videoplattformen, genau deshalb lohnt es sich einmal in Ruhe zu erklären, was tatsächlich ist, wo dieses eigentlich kommt und was wirklich wichtig ist, wenn es das Autofahren im Hier und Lebensalter geht. Fangen wir mit der rechtlichen Realität, denn die ist eindeutig ein. In Deutschland wird nicht nach Alter befristet und nicht nach Alter entschieden, entscheidend ist nach geltendem Recht ausschließlich die tatsächliche Veränderung einer Person, unabhängig davon, ob sie 30, 50 oder 85 Jahre alt ist, körperlich und geistig in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu darf das auch weiterhin tun, ganz gleich wie viel Kursen zuletzt auf der Geburtstagsdort standen, es gibt in Deutschland aktuell keinen Gesetzestext, kein Bundesgesetzblatt und kein Verordnung des Verkehrsministeriums, die ein automatische Alterskontrolle Autofahrerinnen und Autofahrer vorsieht, das haben unabhängige Rechercheteams mehrfach unter anderem, indem sie direkt bei den zuständigen Ministerien nachfragt haben, die Antwort war jedes Mal dieselbe, eine solche Regelung existiert nicht weder noch die kommenden Monat geplant. Nun fragen sich viel zu Recht, wo dieses denn stammt, denn irgendetwas muss doch dahinter stecken und tatsächlich gibt es einen wahren Kern, der im Lauf der Zeit stark versucht wird, die Europäische Union hat vor einigen Jahren tatsächlich ein Reform der diskutiert mit dem erklärten Ziel, dies Alter Verkehrston in Europa deutlich zu senken. Im Rahmen dieser Diskussion brach die EU-Kommission im 2023 tatsächlich den Vorschlag ein. Alle Fahrerinnen und Fahrer bis 70 Jahre nein verpflichtend deutlich. In einem festen Rhythmus von wenigen Jahren, dieser Vorschlag wurde in zahlreichen Medien diskutiert und genau diese Diskussion ist vermutlich der Ursprung des das jetzt als angeblich tatsächlich verbreitet wird. Entscheidend ist aber, was am Ende dieses langen europäischen Gesetzgebungsprozesses tatsächlich beschlossen wird, und hier kommt die eigentlich gute Nachricht, genau diese verpflichtend gesamtheitlich. Alle bis 70 wird im weiteren Verlauf der Verhandlungen wieder gestrichen. Das Europäische Parlament hat sich mehrheitlich gegen eine EU-einheitliche Altersausgesprochen und stattdessen entschieden, dass die Mitgliedstaaten selbst entscheiden, ob und wie sie deutlich weder oder Verlängerung handhaben, die sogenannte wird
Word am November 2025 officiell im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und ist wenig Tage später in Kraft getreten, ein verpflichtender Gesamthitsche KB 70 ist darin, wie mehrere Verkehrsrechtspelton der Edek bestigen. Nicht sollten. Deutschland hat von der Möglichkeit eine strenge Regelung. Bislang einen Gebrauch gemacht und hält an seiner bisherigen, liberaleren Linie fest. Das bedeutet die Ausgangslich MIT der will diese Videos arbeiten, nämlich ein Einblick frisch beschlossenes Gesetz, gabi es zwar einmal als Diskussionsvorschlag, sie ist aber C10 2025. Vom Tisch, innen also erst, dass morgen ein Fahrverbot oder Reinpflicht unterschang. 70 JHRIG gilt verwechselten Tweet rein an alten Diskussionsstand MIT geltendem Recht oder verbreitet ganz bewusst ein Falschmeldung? An demut sind wir bei einem Punkt, der aus unserer Sicht mindestens genauso wichtig ist wie die rein Rechtslage, woher kommen solche Videos eigentlich und warum tauchen sie immer wieder auf, obwohl sie längst widerlegt sind. Unabhängige Teams, die sich auf die Aufdeckung von falschen Formationen spezialisiert haben, sind in den vergangenen Monaten auf mehrere Kanäle gestoßen, die nach einem sehr ähnlichen Muster arbeiten, diese Kanäle wurden oft erst vor kurzer Zeit neu angelegt und veröffentlichen seitdem in dichter Folge zahlreiche Videos zu ähnlichen Themen, meist rund Rund. Fliege oder andere Themen, die Letere Menschen besonders relevant sind, offenlich ist dabei, dass sich Titel, Vorschaubilder und die Sprechweise der angeblichen Moderatorinnen und Moderatoren stark handeln, in mehreren Fällen konnten Research-Teams sogar deutlich Hinweis darauf finden, dass die Videos mit Hilfe von Intelligenz erstellt wurden, etwa weil sich Lippenbewegungen verhalten, weil sich im Verlauf des Videos leicht werden oder weil Text, der eigentlich ein Bild zu lesen sein sollte, bei eurem Hinsicht gar keinen echten Sinn ergibt. Der Grund. Dies Worthansweise ist in aller Regel nicht politischer, sondern wirtschaftlicher Natur. Videos, die Angst und Dringlichkeit erzeugen, werden häufiger angeklickt, länger angeschaut und öfter geteilt als sachliche Information, ein Titel wie ein angebliches Fahrverbot morgen erzählt genau die Art von Alarmreflex, die Menschen dazu bringt, sofort zu klicken, das Video bis zum Ende zu schauen und es an Familie und Bekannte weiterzuleiten. Die Kanal bedeutet das mehr Wiedergebesset, mehr Abonnenten und damit mehr Werbenamen, die Betroffenen, häufig letere Menschen, die sich zu Recht ihr Mobilität und ihre finanzielle Situation sorgen, werden dabei bewusst als Zielgruppe. Angst macht genutzt, das ist aus unserer Sicht kein Kavaliersdelikt, sondern etwas. Man offen sprechen sollte gerade weil es Vertrauen missbraucht. Es lohnt sich deshalb ein paar typische Warnzeichen zu kennen und denen man solche Videos leicht erkennen kann. Erstens, es wird ein sehr konkretes, sehr nahes Datum genannt, oft morgen oder der Beginn des nächsten Monats, und das ein Quell wie ein Gesetzestext, ein Ministerium-City oder ein Bundestagsdruck genannt wird. Zweitens, es wird ständig am Abonnieren aufgefordert, oft mehrfach im selben Video, verbunden mit dem Versprechen, dass nur der eigene Kanal rechtzeitig informiert. Drittens, es fällt konkret Quellen angeben, stattdessen wird mit vagen Formulierungen gearbeitet, wie es wird entschieden oder Experten sagen. Viertens, die Sprecher seht Dringlichkeit mit Formulierungen wie in der wichtigsten Informationen, die sie dieses Jahre halten, obwohl es sich inhaltlich ein altliches Verwaltungsthema handelt. Wenn in ein Video mehrere dieser Muster gleichzeitig siegt, ist eins weiter, kritischer Blick fast immer gerechtfertigt. Kommen wir nun zu dem, was tatsächlich echten Änderungen rund den anstatt denn es geht durchs real Änderungen die Letere Autofahrerinnen und Autofahrer interessant sind, auch wenn sie deutlich weniger dramatisch sind als das Kursieren. Zum einen arbeitet Deutschland derzeit an 1 digitalen, der auf dem Smartphone hinterlegt werden kann. Ein europaweit digitale Brieftasche, lieber die klassisch plastikartig behalten möchte, kann das weiterhin tun, der digitale
Ist ein erstliches Eingebot kein Pflicht zum Ändern gilt seit Sommer 2026 ein neue EU-Sicherheitsverordnung. Neu zugelassen Fahrzeug, die bestimmt Assistenzsystem verpflichtend matcht etwas System, die bei einer Vollbremsung automatisch die Bremslichter schneller blinken lassen, so einen sogenannten Unfalldatenspecher, der wichtig Fahrdatenkurs vor einem vollaufzeichnet, dies Regelung betrifft ausschließlich neu zugelassen. Fahrzeug, bereits vorhandene Autos. Nicht. Worden, ein dritter, tatsächlich relevanter Punkt betrifft den am Tauschalter, noch nicht kartenfremmiger. Hier geht es Gästefelti frissen, die sich nach dem Ausstellungsherrichten, lateri jarn waren bereits. Und der Ausstellungsherfolgen in den kommenden Jahren mit einer Frist, die sich bis in die 2030er Jahr erstreckt, noch keinen alten. Besitzt kann beimert Leikonstron Workers kommt an kompliziert Nachfragen, wander eigen Jargang und hist, das ist ein Reinverwaltungstechnisch Worgen, beidem lediglich Foto und Dokument aktualisiert worden, keiner Newt. Und kein Gesamtheitstest sind damit verbunden. Wichtig ist außerdem, die tatsächlich Unfallstatistik richtigens erordnen, denn auch hier wird in manchen Videos mit halben Wahrheiten gearbeitet, es stimmt, das Erhebungen des Statistischen Bundesamts an Umfragen im Auftrag des TV zeigen, dass lateri Fahrerinnen und Fahrer bei einem Teil deren Fläche häufig als Hauptversicher gelten und das mit zunehmendem Alter im Schnitt Reaktionsfähigkeit, Verwirrungen und Belastbarkeit nachlassen nennen, genau aus diesem Grund geht es in der Fachwelt durch ernsthaft Diskussionen. Freiwillig Angebot etwas sogenannte. Bei denen Erfahrenen Fahrlehrer latieren Menschen ein ehrliches, wirksens Feedback zu ihrem Fahrverhalten geben, Ganzon. Und das der. Auf dem Spiel steht, solche Modell werden vom TV Verben als freiwillig Möglichkeit diskutiert, nicht als verpflichtend manem, und sie sind bisher nirgends gesetzlich vorgeschrieben, der entscheidend Unterschied zu den Kurserenden ist also es geht freiwillig. Angebot nicht einers wangenend ist mit endem. Und isa Stelmakten were auch ganz bewusst auf die menschlich sieht dieses Thema sengen, denn Zahlen und Gesetzestext sind das eigen. Bei Autofahrern ist das andere, viel lateri Menschen kennen die Situation, man fährt sieht Jahrzehnten unfallfrei, kennt sein Strecken auswendig. Sich sicher hinterm Steuer und trotzdem geht es hin und wieder klein Momente der Unsicherheit ein Napper sein Parken aus. Ein Wirklichkeit, das man erstmals weiten Moment wahrnimmt, ein Bein a Handvoll in einer Cruisung, die man vorher immer problemlos gemeistert hat, solche einzelnen Momente sind kein Beweis. Verunterglicket aber sies in dein Gutter Anlass, das eigen Fahrverhalten einmal in Ruhe zu reflektieren, ganz on Druck voneinander ganz on ein angebliches Gesetz, das einen dazu zwingt. Selbst das. Hat das sich beim Fahren etwas verändert hat oder bei einem näheren Angerich in solchen Zeichen bemerkt, dem nennen wir einen ganz undramatischen, aber wirkungsvollen Weg empfehlen. Der erste Schritt ist eine feines, ruhiges Gespräch, am besten anhand konkreter Beobachtungen statt allgemeiner. Nicht du solltest nicht mehr fahren, sondern mir ist aufgefallen, dass das ein Parken nulich schwieriger war, lass uns doch mal gemeinsam samschauen, woran das liegen nennt, der zweite Schritt kann ein freiwilliger Besuch beim Hausarzt sein, Verwirrungen, Reaktionsfähigkeit und die Wirkung eventueller Medikamente einmal zulassen, ganz unbärtlichen Zwang, einfach aus eigenem Interesse und eigenen Sicherheit. Der dritte Schritt kann ein freiwilliges Fahrsicherungsting sein, wie es zum Beispiel der EDAC oder etliche Fahrschulen regelmäßig anbieten, oft sogar speziell. Lateri Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmer konzipiert, solche Trainings finden in entspannter Atmosphäre statt, es geht kein Not und kein sondern praktisch bangen und ehrliches Feedback, das will an Menschen anschließend sogar mehr Selbstvertrauen gibt, statt es in anzunehmen. Auch beim Thema Medikamente lohnt sich ein realistischer, undramatischer Blick, es stimmt, dass bestimmt Medikamente, etwa Schlafmittel, Starkschmerzmittel oder bestimmt Blutdrucksenker, die beeinflussen nennen, das ist aber kein neues Gesetz und kein Alters, sondern schlicht die allgemein Sorgfaltspflicht, die Autofahrer und jeden Autofahrer gilt unabhängig vom Lebensalter, neue Medikamente verschrieben bekommt, kann seinen Arzt oder Apotheker ganz einfach fragen, ob und wie sich das Präparat auf die auswirkt, das ist ein sinnvoll Routinefrage, die nicht mit dem Kurserenden
Zutan hat aber einmal tagakten Nutzen bringt. Hanlich world sich mit dem Thema Versicherung, kursieren immer wieder Behauptungen, wanneck Versicherungen im Schadensfall. Ein spezielles altes Attest verlangen. Ein solches verpflichtendes Attest geht aktuell nicht, was aber tatsächlich. Alle Altersgruppen gilt ist die grundsätzliche Pflicht, Wahrheitsgemeingebens am eigenen Gesundheitszustand zu machen, wenn danach gefragt wird und nicht wissentlich mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen am Steuer zu sitzen, das war schon immer so und hat mit dem angeblichen neuen Gesetz nichts zu tun. Wenn wird es ganz noch einmal international einordnen, wird schnell klar, warum in Deutschland so intensiv das Thema diskutiert wird. Stimmt, dass einige europäische Nachbarn tatsächlich strenge Regeln haben, in den Niederlanden, in Dänemark und in Schweden. Fahrerinnen und Fahrer sich bei einem bestimmten Alter regelmäßig untersuchen lassen, in Spanien liegt die Altersgrenze Regio sogar deutlich niedriger als 70 Jahre und in Italien wird die des mit Zunehmendem Schritten verlängert, dies Beispiel zeigen, es handelt sich ein europaweit real diskutiertes Thema, aber eben ein Thema mit ganz unterschiedlichen nationalen Ländern, und Deutschland hat sich bisher bewusst gegen ein solche verpflichtende Altersregelung entschieden und setzt stattdessen weiterhin auf Eigenverantwortung. Nun möchten wir noch einmal ganz konkret werden und ihnen sagen, was sie tatsächlich tun sollten, wenn sie ein Video mit einem handlichen Titel sehen wie das. Das wir heute gesprochen haben, erster Punkt, nicht in Panik verfallen und kein Termin oder Zahlung anwehren lassen, nur weil ein Video dringlich suggeriert. Zweiter Punkt, bei Unsicherheit direkt bei einer Saracen, offiziellen Stelle nachfragen, etwa bei dort liken. Bei Madak bei einer Verbraucherzentrale oder bei einer kannten Faktencheck-Portalen. Dritter Punkt, das Video im Zweifel einfach nicht weiterleiten, sondern lieber Familienmitglied oder Bekannten, die es bereits gesehen haben, die hier vorgestellten Fakten mitteilen, damit sich die Falschmeldung nicht weiter verbreitet. Vierter Punkt, wenn Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld sich unabhängig vom Kurs renden, ernsthaft gedenken. Die Eigen Matcht ist das ein Vlig legitimes und wichtiges Anliegen, das man am besten direkt mit dem Hausarzt oder einer Fahrschule bespricht, ganz und den am Weg. Ein reirisches Video. Am Ende blieb festzuhalten, die Sorge, die viele Menschen beim Lesen eines solchen Titels empfunden haben, ist absolut nachvollziehbar, denn es geht etwas sehr Persönliches, die eigene Unabhängigkeit, Mobilität und mein Lebensqualität, genau dies Bergteit Sorge wird von manchen kennenlernen gezielt ausnutzt, Klicks und Abonnements zu generieren, die tatsächlich rechtslage ist deutlich entspannter, als es die Beschrift vermuten lässt, es gibt kein Fahrverbot. 70 jhrij das morgen in Kraft tritt, es gibt kein verpflichtend Alters. In Deutschland und die entsprechende Discussion wird bereits in 2025 mit der Streichung dieses Vorschlags abgeschlossen, was es gibt, sind sinnvoll freiwillig Angebot wie Versicherungsens erstlich Beratung auf eigenen Wunsch und ehrlich Gespräche innerhalb der Familie, als Dinge, die niemandem schaden, sondern im Gegenteil dazu beitragen, noch viel weiter sicher und selbstbestimmt unterwegs zu sein. Wenn einander einer geholfen hat, geben sie an Menschen in ihrem Umkreis weiter, die das Video vielleicht schon gesehen und sich Sorgen gemacht haben. Ein kurzer, sachlicher Hinweis kann in solchen Momenten mehr bewirken als jede Panik und genau das ist am Ende das Ziel guter Information, nicht Angst zu erzeugen, sondern Klarheit zu schaffen.